Die öffentliche Debatte hat sich ins Netz verlagert und dort verbreiten sich Informationen schneller denn je, aber auch Hass, Desinformation und Polarisierung. Was bedeutet das für den politischen Diskurs und unsere Demokratie? Wo endet Meinungsfreiheit und wo beginnt Hassrede? Darüber sprechen wir mit 2 ExpertInnen der Uni Wien. Soziale Medien haben politische Debatten ganz entscheidend verändert. Das sind vor allem 3 Punkte, die hier eine Rolle spielen. Zum einen ist die Kommunikation viel schneller geworden, orts- und zeitunabhängig. Zum zweiten sind die Debatten emotionaler und kürzer im Inhalt geworden. Soziale Medien sind Affektmedien, das heißt, sie belohnen die Inhalte, die uns stark aufregen, die uns auffühlen und die meist auch sehr kurz und leicht zu verarbeiten sind. Zum Dritten haben soziale Medien zum Teil zu einer gesellschaftlichen Polarisierung beigetragen. Das bedeutet, dass die verschiedenen politischen Ansichtsweisen immer stärker unvereinbar gegenüberstehen. Polarisierung bedeutet auch, dass wir die Argumente der Gegenseite nehmen und ins Extreme oder ins Lächerliche ziehen, um sie somit zu verunglimpfen. Und wenn wir das tun, kommt natürlich kein gesellschaftlicher Diskurs zustande, sondern es folgt dann meist die Abneigung und auch der Hass. Wenn Debatten eskalieren, stellt sich auch die Frage, wo endet freie Meinungsäußerung und wo beginnt Hassrede? Die Meinungsfreiheit gilt erstens als das Fundament der Demokratie, zweitens als ein zentrales Instrument zur Wahrheitsfindung und sie soll drittens die Vielfalt, die durch die freie Rede sichtbar wird, friedlich bewältigen. Diese Erwartungen werden im digitalen Raum nur eingeschränkt erfüllt. Der Hass im Netz bringt viele Menschen zum Schweigen, hindert sie also gerade an der freien Rede. Zugespitzt gesagt, unbeschränkte Meinungsfreiheit kann also sogar der Meinungsfreiheit selbst schaden. Wie weit die Meinungsfreiheit reicht, ist von Staat zu Staat verschieden. In den USA zum Beispiel geht die Meinungsfreiheit sehr weit, ausgehend von der Annahme, dass schädliche Reden durch Gegenreden entschärft werden sollen, nicht durch staatliche Verbote. Das ist auch das Konzept, von dem die Plattformbetreiber geleitet sind. Das Konzept der Europäischen Menschenrechtskonvention ist ein ganz anderes. Diese Konvention ist entstanden nach der Katastrophe des Nationalsozialismus und sie beruht auf der schmerzlichen Erfahrung, dass die ganz freie Rede durch Hass und Desinformation Demokratien auch zerstören kann. Es gibt verschiedene Arten von Hassreden. Manche sind so krass, dass die Europäische Menschenrechtskonvention sie als einen Missbrauch der Meinungsfreiheit ansieht. Jenseits dieser Hassreden bleibt ein weites Feld für Äußerungen, die durch die Meinungsfreiheit geschützt sind und die auch nicht untersagt werden dürfen. Auch harte Reden muss die demokratische Gesellschaft der EMRK aushalten, vorausgesetzt, sie beeinträchtigen nicht die Rechte anderer oder gravierende öffentliche Interessen und die Demokratie. Doch nicht nur Inhalte sind entscheidend, sondern auch die Strukturen, in denen sie entstehen. Die Algorithmen spielen natürlich eine ganz wichtige Rolle für die Frage, wie sich der Hass verbreitet und warum er sich so schnell verbreitet. Und das hängt damit zusammen, dass die Algorithmen vor allem die Inhalte bevorzugen und nach oben spielen, die uns stark aufregen, die stark emotionalisiert sind und damit natürlich vor allem negativ sind. Wie man Hass im Netz bekämpfen kann, ist tatsächlich keine leichte Frage. Zum einen spielt natürlich, klar, die Medienregulierung eine große Rolle und die Gesetzgebung. Zum anderen spielt die technologische Infrastruktur eine Rolle. Das bedeutet, wie werden die Inhalte moderiert, wie sind die Eigenschaften der sozialen Medien und der Plattformen, also wie kann sich dort Hass ganz besonders entfalten oder eben auch nicht. Und zum Dritten geht es um unsere eigene Kompetenz, unsere Medienkompetenz im Umgang mit diesen Inhalten. Am Ende bleibt die Frage, welche Verantwortung tragen die Plattformen? Der Digital Services Act erlegt den Plattformbetreibern recht umfangreiche Pflichten auf. Durchsetzung dieser Regeln ist in der Praxis aber oft schwierig. Manchmal, weil die Plattformen nicht kooperieren, manchmal auch, weil es den Behörden an Ressourcen oder an der Durchsetzungskraft fehlt. Wenn Europa seine Meinungsfreiheit und seine Demokratie langfristig verteidigen will, muss es digital souverän werden. Das heißt, es muss digitale Infrastrukturen selbst bereitstellen, die es ermöglichen, das Bedürfnis der Menschen zufriedenzustellen, sich miteinander auszutauschen, ohne aber Hass und Desinformation zu priorisieren und die Demokratie zu beschädigen. Die Kommunikationskultur ist ganz zentral für die Demokratie, weil es ja darum geht, sich gemeinsam zu verständigen, Lösungen zu finden für gesellschaftliche Probleme, einander zuzuhören und dann einen Kompromiss zu finden, eine Stoßrichtung zu finden, die allen etwas bringt.
Die digitale Öffentlichkeit verändert, wie wir miteinander sprechen und damit auch, wie Demokratie funktioniert. Meinungsfreiheit bleibt ein zentrales Recht, aber sie braucht klare Regeln und vor allem eine Kultur des Respekts. Die Frage ist also, wie wollen wir in Zukunft miteinander diskutieren?